und zu erlangen aus der Macht des Bösen. Er muss die Menschen in das Reich des Vaters. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Das Wort des Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Schwestern, es ist ein besonderer Tag, dieser 4. Fastensonntag im Jahr 2020. Er trägt als 4. Fastensonntag die Überschrift Letare, Freuen. Wir freuen uns, dass Gott Mensch geworden ist. Wir freuen uns auf seine Erlösung durch seinen Kreuzestod und durch seine Auferstehung. Wir feiern unsere 4 Pfarren zusammen. Wir sind es ja Gott sei Dank schon gewohnt, gemeinsam zu feiern. Heute ist Sonntagsgottesdienst. Es hat sich noch eine 5. Pfarre hinzugesellt. Das sind meine Facebook-Freunde. Seit einem Monat bin ich dabei und es sind über 900 und einige sind wohl auch heute mit dabei. Wir wollen besonders feiern für all jene, die in unseren Pfarren Mitarbeiter sind in den verschiedensten Formen und Diensten. Der Platz der Ministranten ist heute leer. Auch ihr recht herzlich gegrüßt zu Hause. Ein herzliches Willkommen auch den Erstfamilienkindern, mit ihren Familien zu Hause und auch die Heilige, mit ihren Eltern und Paten. Ein ganz besonderer Gruß aber all jenen, die krank sind oder Angst haben, krank zu werden. All jene aber auch, die trauern, hier bei uns und vor allem in Italien und in den anderen Städten und Staaten der Erde. Wir sind auch verbunden mit all jenen, die in diesen Tagen und Wochen schon, weil sie das auch schon viele Monate oder Jahre sind, mit den Alleinstehenden. Darf ich sagen, ich bin auch alleinstehend und in dieser Weise ist besonders auch solidarisch mit ihnen. Wir sind auch in ganz großartiger Weise verbunden mit den Pflegern und Pflegerinnen, mit den Einsatzkräften, mit all jenen aber auch, die jetzt noch in den Geschäften ihren Dienst verrichten, in den Supermärkten und vieles darüber hinaus, die für uns da sind und vor allem für jene, die Angst haben, vor jene aber auch, die allein sind, dass sie nicht unversorgt werden. Ein ganz besonderes Dankeschön und herzlich willkommen auch in der Jugend. Ihr seid in ganz besonderer Weise auch aufgerufen, solidarisch und drückend zu sein zu denen, die wir die ältere Generation nennen, die eigentlich großartig auch ihr, wie ihr es macht, mit den vielen Einsätzen, die ihr da tut und somit auch Türen der Herzen aufmacht zu denen, die einsam und verlassen sind. Ich möchte aber auch die mit einschließen, die in diesem
Tagen und Wochen auch Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren oder vielleicht ihn auch schon verloren haben. Wir nehmen euch alle mit herein in unser Gebiet. Wir pozdravljeni, dragi bratje in sestre, svima pozdraviti, ki ste, tako rekoč, člani naših štirih farm in tudi vse tisti, ki zdaj ste, tako rekoč, tudi sodeležni pri našem skupnem praznovanju svete naše na današnji četrtno postno nedeljo. Jezus Kristus je tisti, ki nas povezuje, vse tisti, ki so bolni, trpeči, vse tisti tudi, ki delijo ljudem pomoč, ki so navzoči, vsem tistim smo tudi povezani in v teh dneh in teh urah so tudi v globoki žalosti. Herr Jesus Christus, du bist in die Welt gekommen, uns zu erlösen. Gott uns vieles. Gott uns vieles. Herr Jesus Christus, du öffnest uns die Augen. Christus uns vieles. Christus uns vieles. Herr Jesus Christus, du öffnest aber auch unsere Herzen, unsere Hände. Uns vieles. Uns vieles. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Lasse uns die Sünden nach. Herführe uns zum ewigen. Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast in deinem Sohn die Menschheit auf wunderbare Weise mit dir versöhnt. Gib deinem Volk einen hochherzigen Glauben, damit es mit froher Hingabe dem Osterfest entgegenneigt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem ersten Buch Samuel. In jenen Tagen sprach der Herr zu Samuel: Fülle dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg. Ich schicke dich zu den Bethlehemiter Israel, denn ich habe mir einen von seinen Söhnen als König ausersehen. Als Samuel den Eliab sah, dachte er: Gewiss steht nun vor dem Herrn sein Gesalbter. Der Herr aber sagte zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche Gestalt, denn ich habe ihn verworfen. Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. So ließ Isai 7 seiner Söhne vor Samuel drin, aber Samuel sagte zu Isai: Diese hat der Herr nicht erwählt. Und er fragte Isai: Sind das alle junge Männer? Er antwortete: Der Jüngste fehlt noch, aber der hütet gerade die Schafe. Samuel sagte zu Isai: Schick jemand hin und lass ihn holen. Wir wollen uns nicht zum Mahl hinsetzen, bevor er hergekommen ist. Isai schickte also jemand hin und ließ ihn kommen. David war rötlich, hatte schöne Augen und eine schöne Gestalt. Da sagte der Herr: Auf, salbe ihn, denn er ist es. Samuel nahm das Horn mit dem Öl und salbte David mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn war über David von diesem Tag an. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.
Meine Lebenskraft bringt er zurück. Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, getreu seiner Namen. Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil. Denn du bist bei mir, ein Stock und ein Stab, sie trösten mich. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, übervoll ist mein Becher. Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang. Und heimkehren werde ich im Haus des Herrn für lange Zeit. Drugo pravilo. Stani od mrtvih in razsvetljiv te bo Kristus. Pravilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. Bratje in sestre, nekoč ste bili tema, zdaj pa ste luč v Gospodu. Živite kot otroci luči, kajti sad luči je v zakršni dobroti, pravičnosti in resnici. Preizkušajte, kaj je všeč Gospodu. Ne sodelujte pri dialogih delih teme, marveč jih obsojajte. Kar namreč oni počenjajo na skrivaj, je že pomenjati sramotno. Vse, kar je odsovne vredno, se razodeva po luči, kajti vse, kar se razodeva, je luč. Zato je rečeno, prebudi se, ki spiš, in vstani od mrtvih in razsvetljiv te bo Kristus. Poslušali smo Božjo besedo. Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt,
Licht des Lebens. Christus, 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 der Herr ist seine Treue. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sah Jesus unterwegs einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Jesus spuckte auf die Erde, dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihm den Blinden auf die Augen und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem Teich Shiloah. Das heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und jene, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten: Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es. Andere aber sagten, nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte, ich bin es. Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an jenem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. Die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Er antwortete ihnen, er legte mir einen Teig auf die Augen und ich wusch mich. Und jetzt sehe ich. Einige der Pharisäer sagten, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er nicht den Sabbat hält. Andere aber sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal, was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann sagte, er ist ein Prophet. Sie entgegneten ihm, du bist ganz und gar in Sünden geboren und willst uns belehren. Und sie stießen den Mann hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm, du an den Menschensohn. Da antwortete jener und sagte, wer ist das, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sagte zu ihm, du hast ihn bereits gesehen. Er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte, ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, Schwestern Antje, ich möchte nochmal zurückgehen auf das Buch Samuel, das wir als erste Lesung gehört haben. Es geht um die Erwählung des David. Und wenn euch aufgefallen ist, dann habt ihr vielleicht gemerkt, es ist der Jüngste, der dann gesalbt wurde von den vielen Söhnen. Es ist also der, den sich Gott ausgesucht hat. Es ist einer, heute würden wir sagen, ein Vertreter der Jugend. Und oft ist es ja bei uns in der Kirche so, dass wir darüber jammern und sagen, oh, wo sind denn die vielen Kinder und Jugendlichen? Wo sind denn die, die eigentlich unsere Zukunft sind? Jetzt in diesen Tagen und Wochen merken und spüren wir, dass Jugend da ist. Ja, dass Jugend nicht nur da ist, sondern sehr solidarisch ist. Dass vieles an Diensten übernommen wird. Dass man schon solidarisch in dem auch ist, indem man sich auch zurückzieht.
und sie nicht in Gruppen versammelt und Events feiert. Ein Großteil der Österreicher, 95%, halten sich daran. Das ist schön und gut. Und es liegt an uns, liebe Schwestern und Brüder, vielleicht auch noch die anderen 5% zu überzeugen, damit all die Maßnahmen, die gesetzt wurden von unserer Bundesregierung, dass dann auch das alles greift. Und eines können wir sicher sagen, es ist noch lange nicht vorbei und wir haben keinen Sprint, sondern wir sind zu einem Marathon eingeladen. Es ist aber schön zu sehen, dass Jugendliche sich auch engagieren, dass man sich zusammentut, um alten Menschen zu helfen, um für sie einen oder anderen Einkauf auch zu erledigen. Es war auch gestern schön zu hören, dass so viele junge Menschen, Männer, die ihren Zivildienst geleistet haben, dass sie gerne bereit sind, wenn sie jetzt eingerufen und berufen werden, sich wieder in den Dienst stellen zu lassen. Es ist ganz was Neues. Wir haben das noch niemals erlebt. Wir haben es auch noch niemals erlebt, dass die ganze Welt sozusagen befangen ist. Dass man sich nirgendwohin zurückziehen kann, denn in jedem Ort dieser Welt, so scheint es, kann es passieren. Und dennoch merken wir auf der anderen Seite auch die große Verbundenheit untereinander, dass man, obwohl man nicht beieinander ist, obwohl man nicht die Nähe spürt, doch in der Distanz noch eine viel, viel größere Nähe sich aufbaut. Ich glaube, gerade das auch soll uns in diesen Tagen Hoffnung machen. Als Söhne und Vater eine weltumspannende Familie sind. Denn das haben wir auch ins Evangelium auf eine andere Weise gehört. Dass einem, der von Kindheit an, von der Geburt an blind ist, ein Blindgeborener, dass ihm das Licht geschenkt wird. Dass das Auge sich öffnet und somit wohl auch das Herz. Ja, viele haben gemeint, muss wohl irgendeine Schuld auf sich geladen haben, dass er so weit gekommen ist. Und auch heute hören wir dort schon wieder, dass all die Krankheiten, die es auf der Welt gibt, ja Strafen Gottes sind. Nein, es sind keine Strafen. Es ist eine Einladung an Gottes an uns. Er möchte uns wieder eine Chance geben. Einen Joker haben wir auf jeden Fall. Den sollten wir jetzt nutzen. Dragi brati e sestre tocas oportunidades lišali, da je mladi, najmlajši v družini David prevzel to veliko nalogo, da je ne samo postal pastir v svoji okolici, ampak kralj in tudi velika oseba v stari zavezi, ki je tako rekoč peljal svoje ljudstvo v dobre kraje in v dobre čase. In vedno tudi o Jezusu govorimo, da je nekako tudi Davidov sin. Ker tudi kot mlad prišel v ta naš svet kot otrok, ki je s 30 leti šel svojo krvavo pot, ki je bil križan in ki je za nas odmrtih ostal. Ravno v teh dneh, ko smo tako rekoč povabljeni, da ostanemo doma, da bi čutili, da je on kot dobri pastir vedno sredi med nami. Gemeinsam wollen wir jetzt unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Es gibt keine Trennung für die, die in Gott verbunden sind. Dies gilt für uns und für unsere Heimgegangenen. Und ebenso, wenn wir derzeit nicht zu den Gottesdiensten gemeinsam zusammenkommen können. So wie der Herr unser Herz sieht, so hört er jetzt auch unsere Bitten und Anliegen. Der Coronavirus erzwingt von uns einen neuen Lebensalltag. Er wirft die Strategien der Macht durcheinander, verwirft Hochmut, Scheinlüge. Herr, lass uns in Liebe und Solidarität durchhalten. Wir bitten dich, Herr, für uns. Wir denken an jene, die sich Beschränkungen besonders schwer tun. Kinder und Alleinerzieherinnen, jene, die ihre Jobs verlieren. Menschen mit hohen Schulden, stehen wir ihnen gemeinsam zur Seite. Wir bitten dich, Herr, für uns. Die Einschränkungen auf wieder Josef in Messe getroffen. Josef tat, was du von ihm verlangt hast, stand sein Leben lang dazu. Ja, lass uns diesen bescheidenen Menschen zum Vorbild nehmen. Wir bitten dich, Herr, für uns. Samuel lässt sich zuerst von Aussehen in der staatlichen Gestaltung. Du hast dies verworfen, schaust in das Herz. Lieber Gott, gib uns die Kraft zur Ablehnung von Angebern und Populisten. Wir bitten dich, Herr, für uns. Wir denken an unsere Verstorbenen. Lass uns nie vergessen, dass wir mit ihnen immer durch Leben verbunden sind. Wir bitten dich, Herr, für uns. Lieber Gott, der Coronavirus betrifft auch unser kirchliches Leben. Wir spüren das Aussetzen gemeinsamer Gottesdienste und Feiern. Ja, es ist eine ganz eigene Fastenzeit. Aber auch hinter dieser kirchlichen Fastenzeit steht die Freude über den ersten gemeinsamen Gottesdienst nach der Krise. Lieber Gott, sei bei uns, bleib bei uns, jetzt und in alle Ewigkeit.
Eltern, Brüder und Schwestern, dass meine drei Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefallen. Gospod naš Bog, v naši ozdravljenje veseli prinašamo darove. Pomagaj nam, da te bomo s to daritvijo primerno počastili in jo darovali za zveličanje sveta. Po Kristusu, našemu Gospodu. Der sei mit euch. Erhebe die Herzen. Lasset uns danken, den Herrn unseren Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, mächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus, der durch seinen Entschluss zum Licht des Glaubens geführt. Wir sind als Knechte der Sünde geboren, Herr, macht uns zu deinen Kindern durch die neue Geburt aus dem Wasser der Taufe. Darum preisen wir jetzt und die Ewigkeit deiner Erbarmen und singen mit den Chören der Engel, dass du deiner Herrlichkeit Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quelle aller Heiligkeit, darum bitte dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden messen, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde, sich aus freiem Willen Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es den Jüngern und sprach: Nehmet, esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Rauta po večerju vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte z njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrumas dvijene, tvoju Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles nach. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen, wir bitten dich. Schenke uns Anteil an Christi Leiden. Lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke der Kirche auf der ganzen Erde, vollende dein Volk in der Liebe. Verein mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Josef,
mit allen Bischöfen, den Priestern und Diakonen und mit allen Mitarbeitern, die zum Dienst in der Kirche berufen sind. Erbarme dich unserer verstorbenen Josef Blasius und Magdalena Dujak, Stanislaus Adina, Norbert Heilige und Kovac Verstorbene. Maximilian, erste alle, die du aus dieser Welt zu dir gerufen hast. Durch die Taufe gehören sie Christus an. Ihm sind sie gleich geworden im Tod, dass sie mit Christus zum Leben auferstehen. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v Ukrajini vstajanje. Vseh ljudi, ki so umrli na tvoji milosti, daj jim, da bodo gledali tvoje